Willkommen zu unserem dritten Vlog quer durch den Nordwesten der USA und Kanada. Und in diesem Teil schauen wir uns zwei der bekanntesten Nationalparks an, Yellowstone und Grand Teton. Welcher besser ist, erfahrt ihr in diesem Video, bleibt also dran. Denn ich bin Mike, Food-Connoisseur, Geschichtsfreak und Reiseliebhaber. Und wir reisen 4 Wochen über 6000 Kilometer quer durch Nordamerika, von Seattle bis nach Banff und Vancouver. Gestartet sind wir in Teil 1 der Videoreihe in Seattle. Wie es ist, hier sind wahrscheinlich 1 Million Food-Highlights. Im zweiten Teil ging es dann für uns einmal durch Washington State, vorbei an bayerischen Dörfern und den wilden Westen. Unser Ziel am Ende, Spokane. Denn die ist überragend schön und hat auch einen riesigen Wasserfall hinter mir. Mega geil. Von hier geht es jetzt weiter bis zum Yellowstone National Park und Grand Teton. Und mittendrin das wahrscheinlich coolste Städtchen des Nordwestens. Auf geht's! Missoula gehört jetzt schon zu einer meiner Lieblingsstädten in den USA. Ganz klar. Und das sieht so schön aus. Und jetzt schon sagen, dass Grand Teton einer der schönsten Nationalparks der USA ist. Guten Morgen, Leute. Wir sind auf dem Weg nach Missoula. Wir sind schon in Montana. Werden jetzt tanken. Kleiner Tipp für euch, guckt immer, wo die Tankstellen sind. Denn es ist nicht so wie in Deutschland, dass alle 2 Kilometer eine Tankstelle kommt. Denn es kann hier auch mal einfach 80 Kilometer nichts kommen oder so. Deswegen plant das gut vorher und schaut auch vorher auf die Preise. Ne? Also es ist auch state-abhängig, wie teuer der Sprit ist. Also es ist schon, kann ein großer Unterschied sein. In Washington waren es irgendwie 3,80 auf eine Gallon, hier 3,20. Spart man auf jeden Fall nochmal was, wenn man genug Sprit im Tank hat. Genau. Was wir in diesem Video ganz genau machen, das erzähle ich jetzt Mike aus dem Auf und ich fahre mal weiter nach Missoula. Also wie gesagt, wir müssen einmal quer durch Montana und das sind mehr als 800 Kilometer, also die Strecke von ganz Deutschland. Deswegen machen wir einen Zwischenstopp. In Missoula verbringen wir einen Tag und wieder wie im letzten Video mit einem Night Market, aber auch einem sehr coolen Fluss mitten in der Stadt. Danach geht es dann weiter Richtung Osten, bis an die Grenze nach Wyoming, denn da sind die beiden Nationalparks, um die es eigentlich geht. Yellowstone und Grand Teton. In beiden verbringen wir erstmal einen Tag, um zu schauen, welcher lohnt sich mehr. So Mike. Wo bist du jetzt? Also Leute, einen kleinen Zwischenstopp machen wir, denn wir haben uns einen richtig geilen Pie geholt. Einen Cherry Pie, den haben wir in Spokane uns noch geholt im letzten Video. Und der ist richtig geil. Schaut euch mal an. Jetzt geht aber weiter und schaut euch mal die Natur in Montana an. Wir fahren jetzt nach Missoula. So, wir sind in Missoula angekommen und guckt euch mal unser schönes Airbnb an. Das ist übrigens mitten in der Innenstadt und die schauen wir uns jetzt genauer an. Wir sind jetzt erstmal direkt an die Promenade gegangen. Hier ist ein Fluss. Hier sind Kinder, Jugendliche, die baden gehen. Generell Missoula hat eine sehr junge Bevölkerung, weil die Universität von Montana hier ist. Ähnlich wie es schon in Seattle war, heißt es natürlich eine große Uni ist. Hier sind noch die Montana Grizzlies, die sind richtig krass im Football und so. Genau, deswegen gehen wir noch ein bisschen spazieren hier am Fluss. Es ist richtig warm heute, ich könnte am liebsten auch reinspringen. Und dann gucken wir mal, was wir noch so sehen. Krass ist, Missoula hat eine Einwohnerzahl von 75.000. Das ist damit die zweitgrößte Stadt Montanas nach Billings. Die Hauptstadt übrigens, Helena, die wir im nächsten Video sehen werden, hat nur 30.000 Einwohner. Ist richtig krass, also wer sehen nicht Leute, auf riesiger Fläche, der Montana ist genauso groß wie Deutschland. Und auch heute haben wir wieder Glück und hier ist ein Markt mitten am Fluss. Man kann hier ein bisschen chillen. Hier gibt es viele Fressstände, Live-Musik. Könnte nicht besser sein. Man kann natürlich seine Füße ins Wasser halten oder dazu schauen, wie Leute hier am Kajaken sind, weil hier krasse Strömung ist. Ich glaube, ich habe noch nie so einen coolen Flussplatz mitten in einem Ort gesehen, wo Leute nicht nur chillen können, sondern auch surfen und Kajak fahren können. Das ist so ein bisschen wie dieser Eisbachfluss in München, nur 10-mal cooler. Wenn ihr an einem Donnerstag hier seid und eben kein Streetfood Market ist, gibt es hier richtig krasse Food-Optionen.
Zum Beispiel könnt ihr bei Sweet Pigs Ice Cream hier was holen oder bei einem Barbecue-Laden, der Notorious P.I.G. heißt. Finde ich ein lustiger Name. So, wir haben uns für Notorious P.I.G. entschieden, einfach schon wegen dem Namen. Nee, weil wir dachten, wir hatten euch im letzten Video schon einen Foodmarkt gezeigt, jetzt wollen wir euch was zeigen, was ihr essen könnt, wenn ihr hier an einem anderen Tag auch mal seid. Ich habe echt Bock auf Barbecue einmal in den USA. Das ist wahrscheinlich das Einzige Mal, dass wir es machen können, weil die nächsten Tage wird es ja dann eher Homefood. Deswegen bin ich gespannt. Ich habe mir Brisket bestellt. Das Essen sieht richtig geil aus. Wie gesagt, ich habe das Brisket, Natalia hat Pulled Pork. Und hier sind natürlich auch 4 verschiedene Barbecue-Soßen, die wir drauf packen können. Richtig leckeres Brisket, Pulled Pork, richtig soft. Mac and Cheese schmeckt gut, die Barbecue-Soßen sind geil. Richtig gutes Barbecue. Generell ist es so, die Stadt hat unglaublich viele Restaurants, unglaublich viel gute Auswahl, auch gute vegetarische und vegane Auswahl. Und keine Sorge, ich habe unten mal wieder meine Google Maps Liste reingehauen mit allen Sachen, die ich getestet habe oder die ich testen wollte. Deswegen gönnt euch das. Das ist auf jeden Fall ein Essparadies bisher. Natürlich hat Missoula noch einiges mehr zu bieten. Als Universitätsstadt darf natürlich eine urige Innenstadt mit Bars und Co. nicht fehlen. Es gibt wieder richtig viele Backsteinhäuser aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Die machen die geben dem Stadt so einen richtig coolen Vibe. Missoula hat anscheinend eine gute Uni, ein geiles Footballteam, eine richtig geile Area, um am Fluss zu chillen. Da ist ein richtig geiler Markt einmal die Woche. Es gibt richtig gutes Essen. Es gibt hier jede Menge Bars und die Innenstadt ist wunderschön und im Sommer ist es hier absolut warm. Missoula gehört jetzt schon zu einer meiner Lieblingsstädten in den USA. Ganz klar. Wir gehen jetzt pennen, denn morgen müssen wir weiter. Aber ich empfehle, falls ihr Zeit habt, kommt Missoula besuchen und bleibt auch 1-2 Tage länger hier. Ich würde es machen beim nächsten Mal. Hier kann man auch Hikes drumherum machen. Hier ist der Mount Sentinel und sowas, wo man schon über die Stadt schauen kann. Lohnt sich auf jeden Fall. Aber für uns geht es eben morgen weiter zum Yellowstone endlich. Da haben wir lange drauf gewartet. Leider hatte unser Airbnb keinen Toaster. Deswegen haben wir uns entschieden, zum Glück für euch, dass wir uns wieder Frühstück außerhalb holen. Und diesmal sind wir bei Black Coffee Roastery. Die sind mitten im Dorf in Missoula. Die haben richtig geilen Kaffee, sind in so einer alten Lagerhalle. Die haben super viele Pastries, also auch so Danish Pastries, die wir aus Berlin kennen. Ja, und jetzt haben wir uns nicht einen Bagel bestellt, sondern ein Biawe. Es ist ähnlich wie ein Bagel und ich bin gespannt, wie es schmeckt. Ist auf jeden Fall billig, $6, kann man sich nicht beschweren. Lecker. Der Biawe wird nicht gebeult wie ein Bagel, sondern direkt gebacken, ist aus Sauerteig und hat karamellisierte Zwiebeln und so ein bisschen Everything Bagel Topping on top. Gilt sozusagen als Alternative zum Bagel, kommt eigentlich aus Białystok, aus Polen, wurde von den Aschkenazi-Juden nach dem Zweiten Weltkrieg bzw. in der Zeit des Holocaust mit hier hingebracht und war eine Zeit lang sehr beliebt und wird mittlerweile seltener gemacht. Deswegen ist es was Besonderes, den zu bekommen. Ist richtig lecker, der Teig richtig kross und fluffig, mit dem Cheddar und Ham richtig lecker. Natalia hat die Version mit Strawberry Jam und Cream Cheese. Ich lieb's, kommt hier hin. Wir machen uns jetzt aber auf den Weg nach Yellowstone bzw. Idaho, Rexburg zu unserer Unterkunft. Leute, wir sind in Rexburg. Unser Airbnb ist richtig groß. Wir haben extra eins gewählt, wo wir 4 Platz haben, weil wir 4 Tage hier sind. Also wir werden euch einiges zeigen. Wir wollen nämlich einen Tag in den Yellowstone, einen Tag in den Grand Teton mit Jackson. Das kennt man vielleicht auch aus The Last of Us, eine richtig schöne Stadt. Und dann den 3. Tag wollen wir nochmal schauen, was wir dann machen. Und dann geht es ja schon weiter für uns. Rexburg ist übrigens ganze 2 Stunden von den Nationalparks entfernt. Aber gute, große Unterkünfte, die kindertauglich sind, sind eben rar. Mit anderen Ansprüchen könnt ihr auch viel näher ran. Oder ihr müsst viel mehr Geld ausgeben. Aber jetzt schauen wir uns erstmal Rexburg an, weil das hat vielleicht auch noch ein paar kleine Highlights. So, Highlight Nummer 1. Der Tempel ist eine recht große Kirche, die überraschend okay aussieht für USA-Verhältnisse und auch richtig groß ist. Also ich glaube, das ist einer der größten hier in Idaho. Genau. Und da die ja sehr gläubig sind und an ihre Tempel, nicht an Kirchen glauben, ist das, glaube ich, ein Highlight, das man sich angucken kann, wenn man die Mormonen einmal sehen möchte. Ja, und da die Mormonen weder Kaffee trinken, noch Tee trinken wirklich, also nichts Koffeinhaltiges und kein Alkohol trinken, nehmen sie gerne
Fizzy Drinks, also sehr viele Sodasorten, die man quer durchmischen kann. Und deswegen gibt es hier einige Shops dafür. Und wir sind jetzt gerade bei Swig. Ich hole mir eine Frozen Hot Chocolate, Natalia was anderes. Das ist aber wild. Ich bin ehrlich, die Frozen Chocolate ist richtig krass geil. Und Natalia hat sich auch noch was Geiles geholt. Mango Breeze with sparkling water. This is with mango chunks, and I don't remember. There's plenty of stuff in there. It's very good. Ich bin ehrlich, ansonsten hat Rexburg jetzt auch nicht viel zu bieten, ne? Aber muss es auch nicht, weil wir sehen es ja eher als Hub, um in die Nationalparks zu fahren. Schlafen, essen, genau. Und das machen wir jetzt auch, denn am nächsten Tag ist es soweit und wir fahren endlich Richtung West Yellowstone. Guten Morgen, Freunde. Wir sind direkt auf dem Weg zum Yellowstone. Wir sind extra früh aufgestanden. Mein Tipp, fahrt sehr früh los, weil es wird ja immer voll. Yellowstone ist der älteste Nationalpark der USA, also der allererste, der bekannteste. Man kennt ihn ja aus 2012, dem Film und so, mit diesem ultra riesigen Vulkan und weil da so viele Tiere sind. Ne? Also es gibt Geysire, es gibt Bisons, es gibt Rehe, Bären und. Also der Yellowstone National Park ist sehr beliebt. Deswegen sind wir früh losgefahren. Wir werden uns auf den Weg machen und genau. Ich bin gespannt. Wir holen uns erstmal den Pass ab, weil der ist wichtig, sonst kommen wir gar nicht rein. Ne? Ja, und kleiner Tipp, packt genug Klamotten ein. Auch hier wieder der Tipp, Lagen ist das Ziel, weil wir hatten letzten Tage 28 bis 30 Grad und morgen soll es vielleicht sogar im Yellowstone National Park schneien. So kalt wird es da. Und das im Hochsommer. Den America the Beauty Pass bekommt ihr übrigens für $80 direkt am Eingang des Nationalparks. Ausweis vorzeigen und die Ranger fragen. Ganz easy. Und dann sind wir auch schon im ältesten Nationalpark der Welt. Fahren die Leute ganz langsam durch den Yellowstone, weil mit einmal Tiere auftauchen, so wie hier einfach Bison stehen. So cool das auch ist, dass die Tiere mitten über die Straße laufen, bedeutet das auch, dass ihr richtig lange Warteschlange habt. Kommt also sehr früh, ne? Wir wollen ja eigentlich zum Old Faithful, das wird noch ewig dauern. Deswegen, Mike, während wir hier noch im Stau warten und auf die nächsten Tiere warten, willst du nicht mal sagen, was macht denn Yellowstone National Park eigentlich so besonders? Kurz abgerissen, er ist nicht nur der älteste Nationalpark der Welt, sondern beherbergt auch die größten freilebenden Bisonherden und noch viele andere Tiere. Und natürlich ist er vor allem bekannt für den Supervulkan unten drunter, der irgendwann gefährlich werden könnte, sorgt aber erstmal nur dafür, dass wir Naturspektakel wie Geysire und andere Dampfwogen haben. Mega geil, wir haben einfach eine Herde an Bisons gesehen, die über so ein riesiges Feld gelaufen sind. Generell ist es hier so, man hat sehr viel grüne Fläche, also gar nicht so eine krasse Natur, wie es zum Beispiel in Zion National Park oder sowas war. Einfach nur schöne grüne Wiesen und da sind dann halt wilde Tiere. Wir haben jetzt zweimal eine Bisonherde gesehen und Bisons gesehen. Wir sind jetzt weitergefahren, wir sind direkt zum Old Faithful gefahren. Ich habe gehört, das soll das Geilste sein, also wenn man zuerst zu diesem riesigen Geysir fährt, da ist auch ein Visitor Center und das gucken wir uns jetzt mal alles in Ruhe an und ich bin gespannt, was wir jetzt rausfinden werden. Krass riesig auch diese Raben hier sind. Das habe ich noch nie gesehen. Die sind so riesig und klettern hier auf den Autos rum. Leider haben wir das Visitor Center jetzt noch nicht gefunden, sondern nur einen riesigen General Store, wo man alles Mögliche an Souvenirs und so kaufen kann. Ich habe mir als Souvenir eine Mütze geholt. Nicht, weil ich unbedingt eine Mütze vom Yellowstone haben wollte, aber die sieht ganz cool aus und ich brauche dringend eine, denn es ist kalt. Die nächsten Tage wird es noch kälter. Ihr seht aber, ich beeile mich gerade, weil wir wollen jetzt schnell zum Old Faithful. Hier wird überall auch angezeigt, wann der nächste Ausbruch ist des Geysirs. Der macht das immer so einmal in der Stunde, deswegen beeilen wir uns jetzt erstmal dahin und danach geht es ins Visitor Center. Versprochen. Hier gibt es sogar richtig Sitzplätze, also man kann hier schön sich hinsetzen und den Geysir-Ausbruch sehen. Aber es ist schon richtig schön hier und ich finde es auch so richtig krass mystisch. Ne? Also überall hier im Yellowstone Park, weil ja eben dieser Megavulkan hier drunter ist, dampft es überall raus und es hat richtig was Wildes, was ferner Planetmäßiges. Im Visitor Center sieht man sehr gut, wann der nächste Ausbruch stattfinden wird, etwa. Und deswegen haben wir uns gedacht, schauen wir uns erstmal hier um, weil wir haben noch ein bisschen Zeit.
natürlich kann man im Visitor Center wieder richtig viel lernen über, warum das alles so passiert. Also bei den Geysiren ist es ja so, das Wasser sinkt sehr tief und da unten sind ja die Magmavogen, die erhitzen das Wasser sehr heiß und durch den Druck schießt es nach oben raus. Und der Old Faithful Geysir, wenn das Wasser rausschießt, das ist Wasser, das 150 Badewannen füllen könnte. Also richtig viel Druck drauf. Generell ist es ja so, es steht auch drin, dass hier eine riesige Magma-Woge unter sozusagen dem Yellowstone ist, hatte ich ja vorhin schon erzählt. Die ist so riesig, dass sie bei den letzten Ausbrüchen vor 600.000 Jahren und 2 Millionen Jahren die ganze USA mit Lavawolken bedeckt haben. Also richtig krass, deswegen sagt man ja immer, wenn der mal ausbrechen sollte, wird die Welt untergehen. Deswegen, dieser Film 2012 passt da perfekt für. Neben den Souvenirs oder den Infos über die Geysire, also den natürlichen Infos hier, kann man sich auch immer Ranger-Infos holen. Also hier sind dann die richtigen Ranger, die mit den richtigen krassen Hüten auf. Und die sagen einem gerade dann, wo kann man gerade gut wandern gehen, wo ist was Besonderes. Gerade in den Nationalparks, wo oft Schnee liegt und sowas, wird dann gesagt so, hey, hier kann es vielleicht gerade zu viel Schnee liegen und Co. Oder wenn man einfache Wanderwege sucht, dann muss man sich nicht selber erkundigen. Die kennen sich aus und die wissen, wo was ist. Mein Tipp ist auf jeden Fall, informiert euch vorher schon, was ihr euch angucken wollt, weil der Yellowstone ist riesig. Ne? Also hier zum Beispiel allein an dem Old Faithful gibt es verschiedene Touren. Man kann sich eine halbe Stunde hier aufhalten, 1 bis 2 Stunden, einen halben Tag, einen ganzen Tag. Und der Nationalpark ist riesig. Ne? Es gibt so viel zu sehen. Und ich bin gespannt, was wir noch sehen werden. Hier gibt es noch andere kleinere Geysire und noch ein bisschen die Steine auch angucken, ne? Weil das ein ganz besonderer Stein ja hier ist. Und dann warten wir auf den Ausbruch. Ihr solltet auf jeden Fall noch einen kleinen Abstecher in das Heritage Center machen für die Natives. Da kann man Kunst kaufen, die von den Natives hergestellt wurde. Und hier wird man so ein bisschen auch noch was erfahren über die Natives, die hier gelebt haben. 27 Stämme haben hier in der Region damals schon gelebt und sind jetzt auch noch anerkannt. Weil man darf nie vergessen, oft wird was über die Siedler erzählt und Pioniere und sowas. Aber natürlich waren ja schon Stämme und Familien, Natives vorher, die hier gelebt haben. Vielleicht Jahrhunderte sogar mit der Natur im Einklang. Und dann vertrieben wurden zum Teil. Also selbst wenn ihr wie wir am falschen Zeitpunkt hier ankommt und eigentlich super viel Zeit habt, bis der nächste Ausbruch stattfinden soll, lohnt sich das. Also erstmal ist der Pfad sogar kinderwagentauglich, mega nice. Und hier gibt es so richtig, man sieht richtig diese hydrothermalen Quellen. Ne? Also hier gibt es so kleine Whirlpools, überall steigt Gas raus, das ist richtig cool. Erinnert mich so ein bisschen an Island, logischerweise. Und manchmal kommt es, wie es kommen muss. Wir haben jetzt über eine Stunde an dem Geysir gewartet, sogar fast 2 Stunden. Und nichts passiert. Ein bisschen brodeln. Und das kann auch mal passieren. Geysir ist ja auch nur Natur. Wir müssen jetzt aber langsam weiter, weil wir wollen ja noch mehr vom Nationalpark sehen. Es ist schon mittlerweile 12 Uhr, wir sind 6 Stunden hier. Und wenn wir jetzt nicht langsam weiterfahren, dann sehen wir nicht mehr so viel. Und so wichtig ist der Geysir dann doch nicht. Vielleicht habt ihr aber mehr Glück. Im nächsten Video schaffen wir es. Das aber nur als Spoiler hier. Hier sind ein paar Bilder davon. Das erkläre ich aber im nächsten Video, wie wir das geschafft haben. Auf den ersten Blick wirkt Yellowstone nicht impressive, wenn man das mit anderen Nationalparks vergleicht. Die Natur ist einfach viel grün, es gibt einen schönen See, alles cool, alles unberührt, wie es sich für einen Nationalpark gehört, aber nicht so krass. Und dann kommen diese riesigen Felder, wo da mit einmal so vereinzelt Bison stehen oder teilweise auch in Herden. Generell, wir haben hier auch so Elche gesehen. Ich habe einen Bären heute schon gesehen über ein Feld laufen, einen Elch. Das ist schon richtig krass. Also von der Tierwelt her bisher perfekt. Aber ich habe jetzt noch einen Spot rausgesucht, der auch naturmäßig schön aussehen soll. Und zwar der Grand Canyon vom Yellowstone. Übrigens den Grand Loop entlang, das heißt, wir sind am Old Faithful vorbei, dann am See hoch und jetzt den Grand Canyon, zum Grand Canyon hoch. Das heißt, man kann eine richtig schöne Runde einmal durch den Yellowstone fahren. Und auf dem Weg sieht man immer wieder verschiedene Sachen. Ne? Entweder die Wiesen, die ich euch gerade gezeigt habe, oder dann einfach wieder neue Mudpools und Dragon's Mouths oder so kleine Vulkane gefühlt so, aus denen es rausblubbert und überall riecht es nach Schwefel. Richtig mystisch, mega geil, hier kann man sich echt nicht dran satt sehen. Falls ihr übrigens nicht direkt Glück habt und Bisons seht, Hayden Valley und Lamar Valley sind so Spots, wo auf jeden Fall Bisons immer chillen. Hier
Es ist richtig schön ruhig. Und ich kann mir so ein bisschen vorstellen, dass das cool an dem Yellowstone Nationalpark, generell an Nationalparks, weil die Natur so unbelassen ist, wie hier schon, keine Ahnung, vor 100, 200 Jahren die Bisons am Chillen waren oder länger sogar noch, vor 300 Jahren, als die Europäer noch nicht da waren. Richtig schön. Bisons sind übrigens immer noch potenziell gefährdet, denn es gibt noch 30.000 freilebende Exemplare. Am Anfang der gewaltvollen europäischen Übernahme waren es übrigens noch 30 Millionen etwa. Na klasse. Aber auf dem Loop hier kann man echt noch genug sehen, denn der Yellowstone hat immerhin 4000 Exemplare. Naja, nach ewiger Fahrt kommen wir dann noch endlich am Grand Canyon an. Das Gute ist, auch hier muss man wieder nicht lange laufen. Wir wollten ja heute extra keine Hike-Trails nehmen. Ja, man kann hier gemütlich an der Straße entlang laufen und sieht dann, wie Wasserfall nach Wasserfall kommt. Man kann zu den Wasserfällen wandern und das geht immer tiefer runter und so langsam bildet sich ein Canyon. Also der Fluss, der vorher im Haydental, wo wir waren, auf unserer Höhe war, ist jetzt schon wahrscheinlich, keine Ahnung, 200 Meter unter uns und es geht weiter runter und weiter runter. Mega cool. Diese Aussicht auf den Wasserfall. Mega, der Lookout Point ist krass. Also von mir klare Empfehlung, geht hoch zum Grand Canyon, geht zum Great View, geht zum Lookout View, geht die Hikes, wenn ihr die Zeit dafür habt. Es ist einfach phänomenal schön. So Leute, Yellowstone für Tag 1 ist dann. Mein Highlight ist ganz klar die Bisons und die ganzen Tiere generell. Ich habe ja einen Bären auch gesehen, konnte ich leider nicht auf Kamera aufnehmen. Natur war auch schön, gerade der Grand Canyon am Ende hat es nochmal richtig rausgerissen. Und deswegen würde ich jetzt sagen, machen wir aber auch heute Schluss hier im Yellowstone und werden uns zurück in unser Airbnb begeben, weil wir müssen noch 2,5 Stunden fahren. Da essen wir noch gemütlich was. Und morgen geht es dann in den Grand Teton. Ah, fast vergessen. Da hinten, das ist ein Bär. Wir haben einen Grizzly gesehen. So Leute, wir sind am Visitor Center in Grand Teton. Da starten wir unsere Tour. Die Fahrt hierhin war schon richtig schön. Man sieht vor allem sofort das Gebirge im Hintergrund. Es wirkt so ein bisschen wie die Alpen. Die steigen hier richtig hoch. Ich habe, glaube ich, gelesen, dass der Grand Teton bis zu 4000 Meter hoch ist. Aber das erfahren wir ja jetzt im Visitor Center. Und dann machen wir unseren ersten Stop. Natürlich ist vor allem der Yellowstone bekannt für seine Tiervielfalt. Aber auch Grand Teton hat einiges. Vor allen Dingen Elche sollen ja viele sein. Aber auch Bisons und Braunbären. Mal schauen, was wir sehen. Das Visitor Center hier in Grand Teton ist richtig schön. Also erstmal hat man eine unglaublich schöne Sicht auf die Berge im Hintergrund. Plus es ist sehr schön aufgebaut, von draußen auch. Aber man lernt innen drin natürlich auch, wie in jedem Visitor Center, viel über die Region. Und hier mit krassen Skulpturen und sowas aufgebaut. Man lernt viel über die Tiere hier, vor allen Dingen über die Elche und die heißen, im Englischen heißt es Elk und Moose, im Deutschen sind es irgendwie Elche und verschiedene Arten von Hirsche, die ja sozusagen hier eine große Migrationsfläche haben. Man lernt aber auch viel über die Bären und eben auch über die Pioniere, die hier in den 1850er Jahren angekommen sind, vor allen Dingen so Trapper, die Pelzhändler und Co., die hier waren. Und daher kommt ja auch der Name. Also das Ding heißt ja Grand Teton, das ist aus dem Französischen, weil nämlich damals Trapper die als drei große Brüste bezeichnet haben. Grand Tets or something. Das heißt es Grand Teton deswegen. Der Name hat sich sehr, ist auf jeden Fall in Erinnerung geblieben, der Name. Und deswegen heißen die jetzt so. Ist aber echt schön hier und man lernt echt sehr viel über den Nationalpark. Finde ich richtig geil. Und was ich auch richtig schön finde, ist, dass man hier wieder viel über die Geschichte der Natives lernt. Also nicht nur die Pioniere, die in den 1850er Jahren hier gewesen sind, oder den Alpinismus oder die Tiere, sondern auch die Natives, die hier anscheinend seit über 12.000 Jahren schon sind, also seit dem Ende der Eiszeit, was richtig krass ist. Also sie waren damals schon hier am Jagen und Sammeln und haben sich hier angesammelt. Mittlerweile gibt es bis zu 22 Stämme immer noch, die hier anerkannt sind und in die Region gehören. Finde ich atemberaubend spannend. Jetzt schon sagen, dass Grand Teton einer der schönsten Nationalparks der USA ist. Diese Aussicht auf die Berge ist krass. Ihr habt an der Straße direkt einige Lookouts, an die ihr hingehen könnt. Glacier Turnpoint, wir sind gerade am Schwabacher Landing und das ist so verdammt wunderschön. Das ist so krass. Ich habe übrigens auch krasse Bilder gemacht, deswegen folgt mir gerne nochmal auf Instagram, wenn ihr mehr meiner Bilder sehen wollt oder noch Stories, die ich hier sonst nicht in die Videos schneide.
Das sind auf jeden Fall so krasse Fotospots hier. Deswegen folgt mir doch gerne auch auf Instagram bei Brasozial. In meinen Stories habe ich noch einige Sachen, die es hier nicht in die Videos geschafft haben. Also es sind am Ende nicht nur die Berge, die so wunderschön herausragen, sondern auch so diese idyllische, friedliche Natur mit kleinen Bächen und kleinen Seen, die glasklar sind, überall Enten. Es ist so schön grün. Im Sommer wirklich ein Highlight, obwohl, muss auch ehrlich sagen, heute ist es nicht warm. Auf der Bergspitze hat es ja schon geschneit und jetzt sind es irgendwie 10 Grad, aber Sonnenschein, mehr brauche ich nicht. So, ich bin jetzt am Willow Point Overview. Generell, ihr seht es vielleicht, die Wolken sind jetzt da. Ihr müsst hier teilweise schnell sein. Wenn ihr jetzt also keinen Tag habt, an dem es durchgehend blauer Himmel ist, kann es auch mal in 5 Minuten so sein, dass die ganzen Berge wieder mal nicht zu sehen sind. Ich bin hier aber hingefahren, weil hier auch ein Spot ist, wo man gut Bären sehen kann. Ich sehe hier leider gerade keiner. Aber der Track hier, der hier ist gesperrt, weil hier sehr viel Bear Activity ist. Also, wenn ihr vielleicht hier seid, habt ihr mehr Glück. Das Coole ist ja auch, ne, von hier kann man auch durchfahren zum Yellowstone. Gefühlt sind das ja auch 2 Nationalparks, die eigentlich einer sind. Ne? Die sind so nah beieinander, man fährt nur irgendwie 20 Meilen von einem in den anderen. Deswegen ist das super easy. Was ihr euch auf jeden Fall hier noch anschauen müsst, ist Mormon Row. Und das sind so alte Scheunen und Häuser der Mormonen, die hier gelebt haben, die Ende des 19. Jahrhunderts hier angekommen sind. Denn die sind unter des Homestead Acts hier gekommen. Das heißt, es ist ein Act, der damals, also ein Gesetz, das sozusagen eingereicht wurde, dass Leute, wenn sie 5 Jahre auf einem Gebiet gelebt haben, wo sonst keiner bisher gelebt hat, es ihnen gehört. Und das ist dieser Homestead Act. Deswegen findet man hier noch teilweise so alte Scheunen und sowas, die richtig schön sind und mit den Bergen im Hintergrund richtig geil aussehen. Lohnt sich auf jeden Fall hier vorbeizukommen. Übrigens, das Krasse ist hier, ihr braucht hier noch nicht den America the Beauty Pass, den wir uns ja geholt haben für 80 €, damit man in Nationalparks kommt. Nur für die anderen Overlooks zum Teil, weil hier kann man einfach so hinfahren. Krass, es sind jetzt nicht nur irgendwie 1, 2 von diesen Farmen, sondern wirklich, man sieht es auf der Karte auch, ein ganz kleines Dorf, das hier mal gelebt hat und jetzt nicht mehr existiert. Den Tag müssen wir jetzt noch abrunden, und zwar sind wir in Jackson, dem Örtchen direkt neben dem Nationalpark von Grand Teton, und das sieht so schön aus. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr Videospiele spielt, wenn ihr The Last of Us gespielt habt, weil hier spielt ein Großteil davon statt, oder wenn ihr die Serie geguckt habt. Die Serie wurde übrigens nicht hier gedreht, die wurde in Alberta, Kanada gedreht, aber trotzdem ist das sozusagen das Dorf ist ja von dem hier inspiriert worden. Und im Spiel ist es sogar das Dorf hier. Kleiner Spoiler zum Drehort, also Canmore in Alberta, geht es dann im übernächsten Video. Wir nehmen wirklich alle Spots mit. Jackson ist unglaublich schön. Überall gibt es diese alten Holzhäuser. Es gibt eine Cowboy-Bar. Alles hat so diesen Cowboy-Theme. Man kann hier sogar mit so einer alten Postkutsche mitfahren. Richtig schön. Aber besser als zum Beispiel in Winthrop, falls ihr das zweite Video gesehen habt. Da war das ja so alles Fake Wild West. Hier fühlt sich das viel ehrlicher an. Und es gibt jede Menge Restaurants, Bars. Es gibt hier richtig viel zu sehen. Auch diese Trashcans, die extra dafür gemacht sind, dass Bären nicht reinpacken können, weil hier sind überall Bären, und wenn die sehen, dass da Trash, also was zu essen ist, dann gehen die da rein und versuchen alles rauszuholen. Deswegen gibt es hier extra Sicherungsmülltonnen dafür. Das hat jetzt nicht so eine super lange Geschichte. Ne? Also Ende des 19. Jahrhunderts sind vor allen Dingen viele Trapper hier im Tal gewesen, die dann ja auch Yellowstone und so entdeckt haben. Ne? Da gibt es ja schon viele Ureinwohner natürlich. Aber sozusagen die Trapper haben sich sozusagen hier aufgehalten, und hier gab es auch oft Märkte, wo sich die Trapper mit den Natives sozusagen getroffen haben, wo sie dann Felle gegen Schießpulver und ausgetauscht haben. Und so ist jetzt irgendwann das Dorf entstanden. Wir haben uns jetzt noch schön ein bisschen umgeschaut hier, ein Stück Pizza gegessen. Das Stück war übrigens 4 Stücke anstatt einem Stück. Ist okay. Ja, hier gibt es auch jede Menge Läden, ne? Also auch sowas wie Swarovski oder sowas. Coole Bars, einen Town Square, der ganz hübsch ist. Hier kann man auf jeden Fall ein bisschen Zeit verplempern und sich einfach ein bisschen chillen. Ja, selbst wenn ihr im Winter kommt, ist hier richtig was los, weil hier ist eine Skipiste direkt nebenan. Einzige, was ich nicht so geil finde, sind diese ganzen Endler-Stores. Ne? Also man kann hier überall Geweih, Möbel und Co. holen. Finde ich irgendwie nicht so geil. Und auch diese riesigen Tore an dem
in einem Town Square mit diesen 1 Million Entlern. Hol mich nicht so ab, muss ich sagen. Ja, aber wir sind schon am Ende des Videos angelangt. Jackson auf jeden Fall ein Highlight, aber wir müssen uns auf jeden Fall jetzt der Antwort stellen. Ne? Yellowstone oder Grand Teton? Welcher Nationalpark ist geiler? Ich bin ehrlich, gefühlt ist das ein großer Nationalpark. Man kann da ja so durchfahren. Deswegen würde ich sagen, beide sind geil, beide haben ihre Vorteile. Yellowstone ist vor allen Dingen für Tierwelten, ne? Also Bison, Bären und. Wir haben alles gesehen. Hier haben wir diesmal nichts gesehen. Aber dafür sind hier mit diesen Bergen im Hintergrund, die so wie die Alpen aussehen und so hochragen, ist das ganz anders impressive als Yellowstone hier zum Beispiel, auch wenn der Grand Canyon sehr cool war. Ich würde sagen, mein Highlight am Ende ist beides. Aber wir werden auf jeden Fall, und das machen wir leider erst im nächsten Video, also bleibt dran, was wir da genau das machen. Mike, willst du es mal kurz erklären? Hau da rein. Klar, nach langem Hin und Her haben wir uns entschieden, es geht wandern im Yellowstone National Park mit dem größten Wasserfall der Region. Außerdem wollen wir noch weitere Highlights von Montana sehen, oder? Helena, die Hauptstadt mit leckerem Bier und den Glacier National Park. Und der hat es wirklich in sich. Aber erstmal haut da rein und ab in die Highlights.